leckeren Aprikosenkuchen könnt ihr auch backen. Ich zeige euch, wie es geht. Zuerst wiege ich 200 Gramm Milch ab. Dann wird das Mehl gewogen. 375 Gramm Dinkelmehl, Typ 630. Mit der Rückseite einer Soßenkelle drücke ich eine Vertiefung ins Mehl und dort hinein zerbrösele ich die frische Hefe. Darauf gieße ich so viel Milch, dass die Hefe damit bedeckt wird, gebe eine gute Prise Zucker dazu und verrühre alles, bis sich die Hefe in der Milch aufgelöst hat und ein Brei entstanden ist. Diesen Ansatz lasse ich eine Viertelstunde stehen. In dieser Zeit werden die Streusel vorbereitet, denn ein Hefekuchen ohne Streusel ist nicht möglich. In eine Schüssel gebe ich 250 Gramm Mehl, ebenfalls Dinkelmehl, 100 Gramm Zucker sowie 150 Gramm weiche Butter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man Streusel auch in der Maschine zubereiten kann, denn ich mache das immer wie gezeigt von Hand. Man zerreibt einfach die 3 Zutaten zwischen den Fingern und das immer und immer und immer und immer wieder. Dabei vermischen sich die Zutaten und werden zu Streusel. Das Ganze geht viel schneller, als man erwartet. Man muss einfach immer nur die gleiche Handbewegung machen. Bei mir hat das Ganze vielleicht 3 bis 4 Minuten gedauert. Mit 2 Händen geht es schneller, aber dann darf das Telefon natürlich nicht schellen. So sehen die fertigen Streusel aus. Sie werden jetzt bis zum Gebrauch in den Kühlschrank gestellt, damit sie fester werden können. Jetzt wird der Teig geknetet, aber erst gibt man noch die restlichen Zutaten dazu. 100 Gramm Butter, in Würfel geschnitten und zimmerwarm. Ein Eigelb, ein Ei, die restliche Milch. Hier lasse ich den Teig kneten, mit dem Flachrührer geht es besser und erst jetzt gebe ich noch einen halben Teelöffel Meersalz dazu. Alles wird nochmals verknetet. Da ich aber Dinkelteig verwende, beträgt die gesamte Knetzeit etwa 1 bis 2 Minuten. Dinkelmehl verhält sich beim Kneten etwas anders als Weizenmehl. Dann nehme ich den Teig aus der Schüssel und gebe ihn auf die Arbeitsfläche und falte ihn wie gezeigt von Hand noch ein paar Mal durch. Bei mir waren noch ein paar Butterklumpen zu sehen, aber die ließen sich zerdrücken und so schlimm waren sie nicht. Der Teig ist jetzt nicht mehr so klebrig wie zu Anfang und bildet eine Teigkugel. Aber man fragt sich, wie soll diese kleine Menge für ein Kuchenblech ausreichen, aber sie tut es. Der Teig wird zurück in die Rührschüssel gegeben und ich lasse ihn 2 Stunden im Kühlschrank ruhen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Dieser Zeitraum kann je nach Wetterlage und Frische der Hefe variieren. Hefe ist launisch und reagiert sehr stark auf Ungeduld. Nach Ablauf der Ruhezeit wird der Backofen auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze vorgeheizt. Die Aprikosen werden, wie gezeigt, aufgeschnitten und vom Kern befreit. Ich lege ein Backpapier auf das Backblech und knicke es an den Rändern ein. Das hilft später, den Teig in der richtigen Größe auszurollen. So sieht der Teig vor und nach der Ruhezeit aus. Die Arbeitsfläche wird bemehlt, der Teig darauf gegeben und mit den Händen zu einem Rechteck gezogen. Es macht nichts, wenn er dabei wieder an Volumen verliert. Die Oberfläche wird nochmals dünn bemehlt und dann ausgerollt. Anhand der Knicke auf dem Backpapier kann ich die Größe kontrollieren. Jetzt muss nur noch der Teig auf das Blech mit dem Backpapier transferiert werden. Aber irgendwie klappt es immer. Hefeteig ist sehr verzeihend. Man kann den Teig einfach ziehen und in die Ecken schieben. Man wird es nicht so gut sehen, aber an einer Stelle war der Teig sehr dünn und schon fast gerissen und an anderer Stelle sehr dick. Ich reiße hier von der dicken Stelle einfach etwas Teig ab und lege ihn auf die zu dünne Stelle. Ist vielleicht nicht unbedingt Lege Artis, aber das Problem ist behoben. Noch ein paar Feinheiten und dann kann mit dem Belegen der Aprikosen begonnen werden. Da sie recht groß waren, habe ich sie gedrittelt. Aprikosen verlieren beim Backen Saft, sodass etwas Abstand zwischen ihnen gar nicht so schlecht ist.
Ihr müsst das nach euren Vorlieben entscheiden. Jetzt werden noch die Streusel verteilt, die durch die Zeit im Kühlschrank wieder fest geworden sind und etwas aufgelockert werden müssen. Dann geht es auch schon ab. Denkt an die Ränder, wenn dort zu wenig Streusel sind, ist das ärgerlich und die will dann keiner essen. Jetzt kann der Kuchen auch schon in den Ofen. Die Backzeit betrug bei mir zwischen 20 und 25 Minuten. Das kann aber variieren. Der Hefeteig ist gar, wenn er eine Temperatur von 95 Grad Celsius erreicht hat. Ist das der Fall, wenn die Streusel noch nicht so weit sind, dann schaltet auf reine Oberhitze um. So wird der Hefeteig nicht zu trocken und die Streusel schön knusprig. Während der Backzeit bereite ich noch einen Zuckerguss vor, da die Aprikosen erfahrungsgemäß recht sauer sind. In eine kleine Schüssel werden 60 Gramm Puderzucker gegeben und ungefähr 3 Esslöffel Rum. Alles wird verrührt und stehen gelassen. So sieht der Kuchen aus, wenn er aus dem Ofen kommt. Auf dem heißen Kuchen wird so schnell wie möglich der Guss verteilt. Das finde ich immer den schönsten Moment, denn der Zucker brodelt auf den heißen Streuseln. Dabei lässt man den Pinsel einfach über den Streusel kreisen. Der Pinsel berührt die Streusel also nicht und der Zuckerguss verteilt sich von alleine. Auch dabei wieder an die Ränder denken. Jetzt muss der Kuchen nur noch auskühlen. Hier schneide ich ihn an. Er ist wunderbar geworden. Weil es schöner aussieht, streue ich auch noch etwas Puderzucker auf die Streusel und jetzt kann endlich gegessen werden. Ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. Schlesischer Aprikosenkuchen mit Streusel. Teig 375 Gramm Mehl, 15 Gramm Hefe, 200 Gramm Milch, eine Prise Zucker, 100 Gramm Butter, ein Eigelb, ein Ei, ein halber Teelöffel Meersalz. Streusel 250 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, 150 Gramm Butter. Belag ca. 750 Gramm reife Aprikosen. Guss 60 Gramm Puderzucker, 3 Esslöffel Rum oder Wasser. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.